Guten Tag. In diesem Video würde ich über Entwurfsiterator und wie eine Klasse Iterator ergänzend wird erklären. Ich habe 3 Aufgaben vorbereitet und jetzt lösen wir miteinander die Aufgabe. Erstmal diese Aufgabe, das ist Entwurfsmuster Iterator. Die Klasse IntNumbers besitzt Konstruktoren und weitere Methoden, die hier aber nicht verwendet werden sollen. Ergänzen Sie die Klasse IntNumbers um einen Iterator, IntNumbers Iterator, das Objekte einen Durchlauf über alle Inhalte der beiden Felder Numbers 1 und Numbers 2 ermöglichen. Gehen Sie davon aus, dass Numbers 1 und Numbers 2 nicht auf 0 verweisen. Und das ist die Klasse IntNumbers und dann die andere Sache, aber jetzt soll ich alle diese Klasse schreiben, die Code, und hier Konstruktur und weitere Methoden sind nicht von Interesse, aber soll ich diese Klasse ganz schreiben, weil ich am Ende eine Ausgabe bekommen soll. Und jetzt die int Numbers. Okay? Und jetzt, wir müssen so schreiben. Erstmal int Numbers Class. Oh. Mach ich so besser. Und erstmal private. Private ein Integer. Private Integer. Numbers 1 und Numbers 2. Numbers 1. Numbers 2. Das heißt, ich habe jetzt 2 Integer Array mit Attribut Integer, Numbers 1 und Numbers 2. Jetzt soll ich diese Klasse erzeugen. Public int number. Genau diese Klasse muss hier geschrieben werden bei Konstruktur eine Klasse oder erzeugen eine Klasse. Dann muss 2 Integer dabei haben. Integer a, zum Beispiel a, und Integer noch einmal b. Jetzt und hier, ich habe zum Beispiel hier verschreiben, weil int number, aber int numbers und ein s, es fällt ein, jetzt, es ist korrekt. Und jetzt numbers, diese Array, numbers 1 wird a, die erste Eingabe kommt in numbers a, numbers 1 und numbers 2 wird b. Und jetzt Public Iterator. Public Iterator. Die sind Integer und Methode Iterator wird return new int numbers iterator. Int numbers iterator. So, int numbers iterator. Jetzt müssen wir diese Klasse erzeugen. Und jetzt private class. Genau
Oder kann ich hier einfach kopieren? Aber so. So, jetzt gut. Iterator, dann Implements. Jetzt genau hier. Kopie und in Klausur können wir einfach so schreiben. Dann Klammer auf und so. Das ist bei der Klasse. Unser Error. Int numbers iterator is not abstract and does not override abstract method next in Java util iterator. Wir brauchen eine hasNext und next. Und dann müssen wir jetzt schreiben. Am Anfang, es wäre besser, brauchen wir einige Hilfe als Integer oder irgendwas, aber erstmal interessiere ich mich, bei der Klasse hasNext und next schreibe. Wenn etwas fehlt und dann schreibe ich die Hilfe, Methode oder irgendwas. Okay, erstmal Override, die sind nicht wichtig bei Klausur, aber ich schreibe jetzt Override public boolean hasNext. Public boolean has next. Dann wieder override, jetzt next. Public integer next. Jetzt ich brauche eine Attribute, eine Sache als Integer, bei Attribute Integer und bei bei Methode next soll ich diese zum Beispiel Value ausgeben. Aber erstmal eine Zelle brauche ich auch eine Zelle. Und dann wird meine Zelle als Index und deklariere ich erstmal int Index gleich 0. Das ist mein Zelle. Und ich brauche auch eine Hilfszähler und dann erkläre ich später. Und dann, das ist auch Integer, schreibe ich Hilfszähler gleich auch 0. Dann eine Value brauche ich noch. Integer, bei next will ich diese Value ausgeben, Value gleich null. Und ich will auch eine Integer Array, Integer R. Dann, was ist der Integer Array? Es wird new Integer. Aber the size ist, jetzt will ich mit dieser R, ich habe jetzt ein Integer als Array, die alle Inhalte bei Numbers 1 und Numbers 2 dabei hat. Und Numbers 1 ist ein Array, Numbers 2 ist auch ein Array und die beide muss die Inhalte der beide oder the size von die beide miteinander addiert werden. Und dann wird die size zwischen die eckige Klammer wird Numbers 1 Punkt
Length plus Number 2 Punkt Length. Es wird so. Die neue Array. Jetzt in Boolean has next. Was sollen wir schreiben? Ich schreibe Index hier und mein Zähler. Return Index muss kleiner als Numbers. Diese Size wird genau hier. Numbers 1 Punkt Length plus Numbers 2 Punkt Length. Und Semikolon. Dann jetzt bei Integer Next. Jetzt if has next. Wenn has next true ist. Das heißt, wenn unsere Position kleiner als die beide Length von Numbers 1 und Numbers 2 werden. Zum Beispiel Numbers 1 hat 2, die Size von Numbers 2, Numbers 1 ist 2, die Size von Numbers 2 ist 3. Insgesamt wird 5. Und dann wir haben 4 Elemente. 0, 1, 2, 4 Elemente, aber die Position 0, 1, 2, 3, 4. Und hier, if has next, dann wird noch einmal jetzt if Index kleiner als Numbers 1 Punkt Length, dann wenn kleiner als Numbers 1 Punkt Length wird, Value gleich Numbers 1 Index. Und Index muss auch addiert werden. Und Index plus plus. Dann Return Value. Return Value. Das heißt, erstmal Index ist 0. 0, zum Beispiel Numbers 1, der Length von Numbers 1 ist 2. Und Index ist 0, 0 kleiner als 2, Value wird Numbers 0. Und dann 0 wird, Index wird noch einmal nach oben und wird 1. Aber kriegen wir jetzt Value und dann bei der anderen Methode, bei Iterator, aber nicht in Entwurfsmuster Iterator, in der anderen Video erklärt habe, dann schreiben wir while, zum Beispiel it.hasNext und dann mit While-Schleife hasNext und dann wird noch einmal, das ist eine While-Schleife und eine Schleife und dann kommen wir in next, hasNext ist true und Index 1, 1 kleiner als Numbers 1, Punkt Length und dann Value wird Numbers 1. Und die zweite Elemente. Index plus plus, Return Value kriegen wir und dann noch einmal, aber hat 2 Elemente, Numbers 1. Und Index ist 2. 2 kleiner als 2, falsch und dann else. Was passiert jetzt? Jetzt sollen wir die Inhalte von Number 2 bekommen. Dann else Value gleich Numbers 2 und jetzt der Hilfszähler. Hilfszähler.
aber mit große Z. Hilfszähler, dann, glaube ich habe falsch geschrieben, eine kleine Zähler und Hilfszähler muss eine nach oben gehen und dann Hilfszähler plus und dann noch einmal Index auch plus, dann Return Value. Return Value, dann fertig und else, wenn if as next, ich habe hier so else return null. Oder können wir auch nicht schreiben return null oder egal, das ist richtig. Und dann, jetzt erkläre ich hier mehr. Zum Beispiel, hier erstmal mit Numbers 1. Es wäre besser mit Whiteboard. Mit Whiteboard erkläre ich jetzt mehr. Zum Beispiel, wir haben hier hier ist Numbers 1, ein Array, 0, 1, 2, 3 und Numbers 2 mit 3 Elementen, 4, 5 und 6. Bei dieser Zeile erstmal Value, Numbers, Index. Index plus Return Value. Hier ist einfach. Index ist 0. Index ist 0. Und dann Value ist Value Numbers Index. Value wird Numbers Index. Numbers zum Beispiel 0 wird diese. Dann Numbers 1, 2, 3. Aber jetzt diese Length von Numbers 1 wird fertig hier. Aber muss Numbers 2 auch, wir haben geschrieben Numbers 1 Punkt Length plus Numbers 2 Punkt Length. Index ist so. Aber Hilfszähler benutzen wir von Numbers 2, nur Numbers 2. Hier ist 0, 1, 2 bei Hilfszähler. Aber bei Index, und wir haben geschrieben else, hier ist vorbei bei Value Numbers 1 Index, dann else Numbers 2 Hilfszähler. Numbers 2 Hilfszähler wird Numbers
2 jetzt Hilfszeller. Und Value wird Number 2 Hilfszeller. Aber Hilfszeller ist 0 am Anfang und muss nach oben gehen. Hilfszeller plus plus. Aber Index muss auch plus plus werden. Aber warum? Wegen die Hash-Punkt, wegen Hash-Next. Wenn hier nicht schreiben Index plus plus und es läuft immer und diese Weilschleife wird überhaupt nicht fertig. Aber wenn wir hier auch Index plus plus schreiben, Index wird 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann 7, aber 7 in Hasnext, Index kleiner Numbers 1 plus Numbers 2. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Elemente. Und Index wird 7, aber 7 kleiner als 7 ist falsch. Und dann heißt nichts wird vorbei. Und unsere Methode auch wird vorbei und kriegen wir die richtige Ausgabe. Deswegen müssen wir immer Index auch plus plus schreiben. Und mit Hilfszähler plus plus unsere Array wird voll. Und jetzt probieren wir. Ich habe so eine Testumgebung geschrieben. Array List, das ist ein List und meine, aber die sind nicht, brauchen wir nicht und interessieren wir nicht jetzt. Aber hier, Integer, ich habe, das ist bei int, ja richtig. Ich habe zweimal Integer geschrieben. Integer. Q und W. 1, Q hat 1, 2, 3, 6 und W hat nur ein Element, 3. Und int Numbers, die Klasse int Numbers, als zum Beispiel D, new int Numbers, Q und W, die sind Numbers 1 und Numbers 2 beispielsweise. Und kommen wir in int Numbers und dann jetzt, wie Iterator, das ich früher erklärt habe, Iterator, it1 zum Beispiel, D. Die D kommt hier, Punkt Iterator. Dann if it1 Punkt has next. Ich habe hier if it has next so geschrieben, wenn wir zum Beispiel in unsere beide die Array leer werden und dann kriegen wir 0. Aber können wir auch nicht hier if schreiben, nur einfach, weil it1 Punkt has next System out println oder der ist auch freiwillig und dann it1.next. Einfach it1.next. Und mit it1.next kriegen wir alle diese Value. Die Value. Jetzt, zum Beispiel jetzt sollen wir 1, 2, 3, 6 und 3 bekommen. Übersetzen lassen, dann 1, 2, 3, 6 und 3. Das ist richtig. Jetzt die andere Aufgabe. Erstmal so Sensor. Nein, Sensor ist die letzte. Die Entwurfsmuster Iterator, die Klasse Multisequenz besitzt Konstruktoren und weitere Methoden, die hier aber nicht verwendet werden sollen. Ergänzen Sie die Klasse Multisequenz um einen Iterator, der einen Durchlauf über alle Inhalte des Felds Numbers ermöglichen. Das ist auch wie die letzte Aufgabe, aber ein bisschen, kann ich sagen, ein bisschen schwieriger. Aber das ist nicht so schwierig. Und erstmal Public Klasse Multisequence, Private wie letzte Aufgabe. Und dann müssen wir ergänzen. Und dann, ich habe auch diese Aufgabe erstmal
mache ich die erste Command. Multisequenz. Multisequenz ist hier. Multisequenz und das auch hier. Okay, bei der Multisequenz erstmal soll ich über die Array in 2 Dimensionen mehr erklären. Zum Beispiel hier ist ein Array, einfach Integer A zum Beispiel. Und dann, das ist auch die sind auch Array. Aber dann wird so. Dann wird, hier ist null, 1, 2 und 0, 1, 2, 3, 4, die Position. Die Zahl 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Und dann kommt 1, 0, 1, 1, 1, 2 und fertig. Dann kommt hier 2, 0, 2, 1 und dann wird fertig. Und mit 2 Vorschleife, verschachtelte Vorschleife, zum Beispiel können wir so schreiben. Und im letztes Video habe ich auch erklärt, wie die zwei Vorschleifen miteinander funktionieren. Erstmal zum Beispiel bei der ersten Vorschleife kommt hier, ist bei die Spalte und zweite ist bei der Zeile. Und dann erstmal ist hier 0, dann kommt bei zweite alle die Reihen 0, 1, 2, 3, 4. Wenn die fertig wird, dann kommt noch einmal hier und wird 1. Jetzt die Zeile bis 0 bis 2. Dann wird vorbei, noch einmal, geht nach oben und wird 2 und dann noch 1. Bei unserer Aufgabe ist auch so. Und erstmal, die letzte Aufgabe, schreiben wir private integer numbers. So, Semikolon, numbers. Dann konstruieren wir die Multisequenz-Klasse mit public Multisequenz und Integer, zum Beispiel Data. Dann Multidata, dann Numbers, hier Data muss in Numbers gehen. Numbers gleich Data. Numbers gleich Data und dann jetzt Iterator, public Iterator und Integer Iterator, dann return new multi-iterator. Jetzt, das ist wir unsere Multi-Iterator. Jetzt, es wird unsere neue Klasse Private Class, genau hier kopiere ich
hier Multi-Iterator, dann Implements, Iterator, Integer. Genau jetzt hier. Copy, Paste, Integer. Okay, jetzt brauchen wir eine hasNext, Methode Next und hasNext. Und erstmal private 2 Integer, die sind auch in die Dime 1 und Dime 2. Dann public Multi-Iterator, Multi-Iterator und dim 1 gleich 0, dim 2 gleich auch 0. Ja, hier, ich habe falsch geschrieben. Multi-Iterator, richtig, und dann jetzt bei der Klasse. Public Boolean has next. Und das ist auch bei hasNext einfach. Return muss entweder kleiner als, nicht entweder, muss sowohl kleiner als numbers.length als auch numbers dim 1.length. Jetzt schreibe ich return dim 1 kleiner als numbers Length, die erste, das ist bei die Reihe, Spalte, und jetzt Zeile numbers und jetzt, Entschuldigung, dim 2, die Zeile sind dim 2, kleiner numbers dim 1 Punkt Length sein. Das ist so einfach. Und jetzt public integer next. Public integer next. Jetzt if has next. If has next is true, dann was passiert? Erstmal interessiere ich mich eine Value als Integer deklarieren. Integer einfach v gleich null. Dann, was ist die neue Aufgabe bei mir? Ich will die Array und die Inhalte so deklarieren. V gleich numbers dim 1 dim 2. Zum Beispiel bei der ersten Inhalt wird numbers 0 0, weil die dim 1 und dim 2 0 sind. Und die erste ist so. Jetzt die zweite muss zum Beispiel numbers 0 1, 0 2, 0 3, wenn wird die Zeile fertig, und dann dim 1 muss 1 werden und dann wird 1 0, 1 1, 1 2 bis so weiter. Und bei dritte, vierte und dann so weiter. Dann if
dim2, weil muss erstmal 0, 1, 0, 0, 0. 0, 0 ist die O. Hier. Hier ist 0, 0. Und dann bei if muss 0, 1, 2, 3, 4. Und dim2 muss nach oben gehen. Dim2 kleiner als numbers dim1 Punkt length, aber minus 1. Erkläre ich später, warum minus 1. Minus 1, dann jetzt dim2 muss nach oben gehen und wird 0, wird 1, 2, 3 bis und weiter. Aber wenn die dim2 wird fertig, zum Beispiel wir haben 3 Elemente und die Position ist 2, wird 0, 1, 2, 3, 3 ist nicht in unserem Bereich und dann else dim1 muss nach oben gehen, 0 wird 1 und dim2 muss 0 sein, weil in der zweiten Schritt müssen wir schreiben jetzt 1, 0, 1, 1, 1, 2 und so weiter. Und dim2 muss gleich 0 sein. Dann return value. Dann return value. Und hier, return 4, Entschuldigung, nicht value. Return 4 und dann else, wie die Klausur schreiben wir throw new illegal state exception. So. Aber hier, warum ich habe hier geschrieben length minus 1, weil die erste, zum Beispiel die erste Zeile ist nur 2 Inhalte, 0 und 1. Und dann v wird numbers 0, 0. Okay? Dann if dim2 ist 0, 0 kleiner als 2, 2 Elemente. 2, ja richtig, dim2 wird 1. Dann kriegen wir hier v. V ist numbers 0, 0. Und dann noch einmal. Dim2 wird 1, wegen hier dieser Zeile. Jetzt erstmal dim2 0, 1. V ist 0, 1. Und dann 1 kleiner als 1, 2 Elemente, aber 2 minus 1 ist 1, ist falsch. Und dann kommt hier kommt int else, Dime 1 wird 1, 0, wäre 0 und dann wird 1 und dim2 wird 0 und return v. Return v war 0 und 1 und kriegen wir die zweite Elemente. Dann hier ist jetzt numbers 1 und dim ist 2 und kommt noch einmal hier, wir haben jetzt v und kriegen wir hier v als 1 und 0. Und dann dim2 wird nach oben 1, 0, erstmal 1, 1, 1, 2 und so weiter. Dann funktioniert so. Und probieren auch jetzt Multisequence.
übersetzen. Aber wie sind unsere zum Beispiel? Wir haben jetzt drei Array und 1, 2, 3, 4. Das ist drei Zeile. 5, 6 mit zwei Spalte und andere ist mit einer. 7, nur 7. Aber Aufgabe hat uns gesagt, muss alle die Inhalte kriegen. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und können wir auch hier zum Beispiel schreiben 7, 8, 9, 10. Und dann, wir müssen auch bekommen alle die Inhalte. 1, 2, 3, 4, 5 bis 10. Das ist auch die andere. Und jetzt die letzte Aufgabe ist bei Sensor. Es sieht ein bisschen kompliziert aus, aber das ist, glaube ich, das ist einfacher von die beide Aufgaben. Und Multisensor, Sensor ist da. Die Klasse, wir haben eine Public Klasse Sensor Data, Private Integer Sensor 1, Sensor 2, Sensor 3 und die sind auf die unsere Methode Set1, die Eingabe ist ein P und dann Sensor 1 wird P. Die Sensoren sind alle als Integer und Set1 ist Void und kriegt auch Integer als P und kommt in Sensor 1. Sensor 2, so, und dann Public Integer get 1. Get 1, durch die get 1 kriegen wir die Sensoren. Und zum Beispiel P kommt in Sensor und dann get 1 gibt uns die Sensor 1 und so weiter. Jetzt die Klasse müssen wir ergänzen. Erstmal die Sensor Data. Ich habe hier geschrieben die Sensor Data, aber soll ich auch wegen die Ausgabe, will ich die Ausgabe auch gucken. Ich habe auch hier Iterator geschrieben. Und dann jetzt die Klasse in Sensor Data extend die Implements Iterator Integer und dann deklariere ich erstmal wie andere Aufgabe. Erstmal private eine Integer als Index. Index, dann private Integer Value als meine Ausgabe bei Return Integer Value. Dann Public. Jetzt konstruieren die Klasse int Sensor Data. Dann so. Public kann ich einfach hier kopieren. Data. Und muss zwei Integer, drei Integer a int b und int c. Die sind wie p. Int hier. Die sind wie p hier. Und muss jetzt schreiben Set1 P, aber ich habe gesagt, die sind wie P, ne? A und dann kann ich auch so kopieren. Eine A, eine B und eine C. Und
Index gleich 0. Okay, dann jetzt Public Boolean. Erstmal will ich auch eine Methode schreiben. Public die Inhalte. Die kriegen wir die Inhalte mit dieser Methode. Integer. Zum Beispiel Inhalt und Integer Index. Was macht diese Methode? Durch diese Methode schreibe ich if Index gleich 0, dann return value gleich get 1. Else if Index gleich 1, return value gleich get 2. Else if Index gleich 3, 0, Entschuldigung, 2, dann return value gleich get 3 und anschließend muss 0 bekommen. Es steht in unserer Aufgabe. Dann else return null. Okay. Und jetzt Public Boolean as next. Das ist einfach. Public Boolean has next. Public Boolean has next wird return Index kleiner als 4. So. Eine geschweifte Klammer ist versetzt. Müssen wir so gut auf die solche Sache achten. Und jetzt Public Integer Next. Public Integer Next wird jetzt bei Public Integer Next schreiben wir if has next. If has next. If has next. Dann if has next value value gleich Inhalt Klammer auf und so Index Klammer zu und so Index, dann muss Index plus werden wegen der has next und muss 0, 1, 2, 3, 4 und wir brauchen nur 3 Elemente wegen die 3 get und dann 0. Aber 4 Elemente, die 4 Elemente muss 0 sein und 1, 2, 3, 4. Aber bei Index 0, 1, 2, 3 wird 4 Elemente. Und Index so und dann return value. Return value. Und am Ende else return
null. Und dann wird fertig. Ja. Und das ist auch jetzt wichtig bei unserer Methoden oder Klasse Import Java Util Iterator aufschreiben, wegen wir benutzen jetzt bei der BlueJ von Iterator und da müssen wir von dieser Library benutzen. Und dann, aber in der Klasse brauche ich nicht so schreiben. Jetzt in Main mache ich als Kommentare und Sensor. Okay. Sensor Data ist meine Klasse A zum Beispiel, New Sensor Data, A, Set 1, 1, A, Set 2, 2, A, Set 3, 3, oder 100, 200, 300. Müssen wir 100, 200, 300 und anschließend 0 bekommen. Und so. Oh, ich habe falsch etwas geschrieben. Wo ist meine Fehler? Gut, aber wo ist meine Fehler? Value, Index, return value, else, return, null. Index 0, 1, 2, oh. Return Index kleiner als 4. Wo ist meine Fehler? Set 1a, Set, oh, deswegen. Ich habe hier kopieren und ich habe vergessen, dass ich Set 1, Set 2 und Set 3 schreibe. Die waren alle Set 1. Deswegen, okay. Und dann jetzt wird jetzt 100, 200, 300 und 0. Und das war die letzte Aufgabe. Und ich hoffe, die 3 Aufgaben bei Entwurfsmuster Iterator nützlich sein. Und dann, ich wünsche euch alles Gute und dann bis nächstes Video.